Die Bezirksstadt Magdeburg hatte zu DDR-Zeiten einiges zu bieten, vom altehrwürdigen Dom über die Technische Hochschule bis hin zur Schwermaschinenindustrie. Und in den 70ern, da ging den Magdeburgern ein Licht auf. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, Licht und Kunst kombiniert, das seht ihr hier. Eine besondere Bastelarbeit, deren Entstehung ich im weiteren Verlauf dieses Videos euch vorstellen möchte. Nach massiven Kriegszerstörungen entstand die Bezirksstadt Magdeburg in den 50er und 60er Jahren gänzlich neu. Entlang der Hauptstraßen Karl-Marx-Straße und Wilhelm-Pieck-Allee entstanden moderne Neubauten, die das Stadtzentrum prägten. Darunter befand sich auch das Zentrum-Warenhaus, dessen Eröffnung am 3. Dezember 1973 gefeiert werden konnte. Das Warenhaus gehörte mit über 12.000 Quadratmetern Verkaufsfläche zum zweitgrößten Kaufhaus der DDR und hatte in den 1980er Jahren über 1.300 Beschäftigte. Wie auch andere Warenhäuser in der DDR trug das Zentrum-Warenhaus Magdeburg eine charakteristische Aluminiumverkleidung. Die unmittelbar angrenzende Karl-Marx-Straße war in den 1960er Jahren zu einer 800 Meter langen Fußgängerzone ausgebaut worden, gesäumt mit 8 bis 10-geschossigen Wohn- und Geschäftsräumen, zahlreichen Brunnen und sonstigen Schmuckelementen. Da in der DDR Kunst am Bau besonders gefördert wurde, wurde auch beim Bau des Zentrum-Warenhauses ein besonderes Element eingeplant. Der Magdeburger Glasgestalter Reginald Richter erhielt den Auftrag, ein begehbares Kunstwerk zu errichten. 1972 / 73 entstand das 6 Meter hohe Kunstwerk Lied der Arbeit. Das 10-eckige Kunstwerk ist aus aufgehängten Glasbetonpanelen gefertigt. Besonders Magdeburg war ein Zentrum der Glaskunst in der DDR. Gestalter wie Reginald Richter verwendeten Glasbeton, um Treppenhäuser und durchscheinende Strukturelemente zu gestalten. Das Magdeburger Kunstwerk Lied der Arbeit, umgangssprachlich auch Laterne oder Funzel genannt, lud zum Betreten ein. Beim Blick durch die Paneele strahlten die bunten Glasbetonmotive im Gegenlicht. Nachts war das Kunstwerk von innen beleuchtet. Der beliebte Magdeburger Treffpunkt wurde 1995 vom neuen Besitzer, dem Karstadt-Konzern, mit dem Verweis auf Baufälligkeit abgerissen. Und passend zu diesem lichten Thema der Musiktipp von der Gruppe Berluk, den Rockern von der Küste, die Rockballade Bernstein-Legende. Für dieses Projekt habe ich vorbereitet die einzelnen Paneele, die habe ich abfotografiert und im Programm GIMP zusammengestellt. Die Datei habe ich mir dann auf Overhead-Folie oder Klarsichtfolie kopieren lassen oder Folie für den Polylux. Dasselbe habe ich gemacht mit einem Rahmen, den ich erstellt habe. Die Maße für das Ganze könnt ihr in meinem Blog dann auch einsehen. Den Rahmen habe ich mir auf Etikettpapier aufgedruckt und die einzelnen Segmente werde ich jetzt hier freischneiden. Die habe ich dann ausgeschnitten, sowohl die inneren quadratischen oder rechteckigen als auch die dreieckigen. Ich werde jetzt hier mit Grau die Ränder nachzeichnen. 2 Felder waren zu viel, es ist ja ein 10-feldriges Kunstwerk und deshalb werde ich jetzt hier die überflüssigen wegschneiden. Das ist dann das fertige Ergebnis. Ich ziehe die ganze Folie ab und kann sie dann dementsprechend auftragen auf die Klarsichtfolie. Da bin ich ganz vorsichtig. Ein Segment nach dem anderen bringe ich auf und werde das dementsprechend dann gleich glatt streichen, um ein möglichst glattes Ergebnis dann hinzubekommen. Ich streiche es glatt. Das Ergebnis der Arbeit seht ihr hier. Der Rahmen ist aufgeklebt
Und nun werde ich das Ganze weiter zurechtschneiden, die überstehende Klarsichtfolie entfernen. Wichtig ist, dass ihr an einer Seite ein Segment übrig lasst, so einen kleinen Schnipsel, an dem werden dann die Ränder zusammengeklebt. Ich werde jetzt hier die einzelnen Segmente anritzen, nicht durchschneiden, und das mache ich, damit ich dann später diese Paneele besser biegen kann. Sowohl in Längsrichtung als auch in Querrichtung, also sowohl diese Paneele, die rechteckigen als auch die dreieckigen. Jetzt biege ich das Ganze, bringe es in Form, und da kann man ruhig etwas fester biegen, weil das Material ist sehr fest und es biegt sich dann dementsprechend auch wieder zurück. Dann werde ich die beiden äußeren Ränder verbinden mit Sekundenkleber. Da bin ich immer recht vorsichtig. Mit ein bisschen Präzision funktioniert es dann und es lässt sich gut zusammenfügen. Das Ganze stabilisiere ich dann noch mit diesen Klemmen und lege es dann anschließend zum Trocknen. Im nächsten Schritt schneide ich mir aus einer Einsteckfolie, die etwas geriffelt ist, ein Feld aus in Größe der Paneele, die ich hier vorbereitet habe. Rolle das Ganze zusammen. Doch zunächst knicke ich auch diese Dreiecke nach innen, nach demselben Muster wie eben. Kann man ruhig etwas fester knicken. Die vorbereitete Klarsichtfolie rolle ich dann zusammen, führe das Ganze ein und sie entfaltet sich selbst und schmiegt sich förmlich an dieses Element, die Rotunde, an. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die tragende Struktur, die Füße des Kunstwerkes. Der Plastikstab hat eine Dicke von 1 mm, eine Breite von 3 mm und jetzt schneide ich mir davon 10 Abschnitte ab. Eine Länge von 5,5 cm. Dann werde ich das Ganze kolorieren. Ich habe hier eine Acrylfarbe, versuche das Ganze in Staubgrau oder Betongrau, etwas verwittert, etwas gealtert, zu produzieren. Hier habe ich angefertigt die Halteelemente, das sind diese kleinen Dreiecke im 45-Grad-Winkel, die ich angeklebt habe. Das ist wichtig anzufügen, weil an diesen kleinen Dreiecken dann später die oberen Elemente eingehängt werden. 3 Füße habe ich schon eingeklebt, werde ich jetzt zur Stabilisation des Ganzen noch einen Ring anfügen. An diesen Ring klebe ich dann alle weiteren Füße an, fixiere die oberen dreieckigen Paneele. Es sieht schon recht gut aus. Nachdem das Ganze fixiert ist, habe ich hier ein kleines Szenario aufgebaut, eine kleine moderne Stadt, so wie ich es mir vorstellen könnte, wie man das Ganze anordnen kann. Und ich finde, es passt hervorragend zu diesen Vero-Gebäuden hier. Ihr findet hier auch die Schaukästen, die ich in einem vorherigen Video gebastelt habe. Die kleinen Figuren sind auch aus DDR-Produktion. Ich finde, unser Kunstwerk, Lied der Arbeit, macht wirklich etwas her.
Das Ganze dann bei Nacht. Umso eindrucksvoller. Ich finde, der Effekt ist einfach großartig. Ich habe das Ganze von innen beleuchtet. Die Lampe ist hier etwas grell. Man kann das Ganze noch etwas abdimmen und das würde ich dann dementsprechend, wenn ich das letztendlich auf der Anlage einbaue, auch tun. Vielleicht habt ihr Interesse gefunden, würdet das Ganze nachbauen wollen. Die Daten dazu werde ich noch auf meinen Blog stellen. Wenn euch diese kleine Bastelei gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen hoch gebt, wenn ihr kommentiert und diesen Kanal abonniert. So, dann bleibt mir nur zu sagen, Glück auf und fahrt frei.